Ich habe das Gefühl, seit circa 2019 ist fast jeder, der sich falsch verhält oder auch mal was Falsches sagt, toxisch oder ein Narzisst. Wenn deine Freundin dir absagt, ist das nicht toxisch. Wenn deine Freundinnen sich treffen und dich nicht fragen, ob du mit möchtest, ist das nicht toxisch. Wenn dein Partner dir fremd geht, ist das nicht grundlegend toxisch. Ob das moralisch vertretbar ist, ist natürlich eine andere Frage. Hello and welcome back to my channel. Wir sprechen heute über Toxicity und Narzissmus. Das bedeutet, wenn du dich in so einer Dynamik befindest und es dich triggern könnte, ist jetzt der Zeitpunkt, an dem du abschalten solltest. Ansonsten viel Spaß beim Video. We have to clean up this whole mess, okay? Let's get into it. Wenn du einen Partner hast, der bewusst ist, mit dem du kommunizieren kannst, okay, dann kann es auch passieren, dass ihr euch trotzdem streitet, dass jemand Sachen äußert, die nicht sehr angebracht sind. Das bedeutet nicht direkt, dass diese Dynamik toxisch ist, okay? Ich kenne keinen Menschen auf dieser Welt, der perfekt ist. Es geht einfach darum, dass du mit dieser Person darüber sprechen kannst, dass ihr reflektieren könnt, okay? Das ist schon mal ein ganz gutes Anzeichen. Es ist normal, dass man Streitigkeiten hat. Das ist alles normal, auch in Freundschaften. Es geht einfach darum, dass man darüber sprechen kann und dass dieses Verhalten nicht wiederholt wird. Was auch wichtig ist, ist, dass du Sachen ansprichst. Das bedeutet, wenn dein Gegenüber lauter wird, ist mir egal, wer es ist, dein Chef, dein Partner, deine Freundin, dann kommunizierst du ganz klar, dass du gerade so nicht mit dieser Person sprechen möchtest. Sie soll erstmal runterkommen, sie soll sich beruhigen. In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz. Das ist einfach so, okay? Wir schalten auf Durchzug und wir drehen einfach durch. Ist verständlich. Das bedeutet nicht, dass man die Konversation so weiterführen muss, okay? Das heißt nicht, dass du keine Grenzen haben musst und das heißt auch nicht, dass du alles akzeptieren musst. Wenn es jetzt aber um körperliche Gewalt geht und mir ist egal, in welcher Form das ist, ob es leicht ist oder schwer, wenn es schwer ist, okay, ist ja obviously klar, dass es nicht normal ist, aber sobald es um körperliche Handlungen geht quasi, ist vorbei, okay? Das ist toxisch. Eine riesen Red Flag ist, wenn die Person aber einfach nur an ihren Eigennutzen denkt. Das bedeutet, wenn sie dich von vorne bis hinten manipuliert, damit ihre eigenen Bedürfnisse gestillt werden. Don't get me wrong, Kleinkinder lernen sehr schnell und sehr genau, wie sie sich verhalten müssen, damit ihr Umfeld positiv auf sie reagiert. Das ist einfach evolutionsbedingt, okay? Kleinkinder würden nicht überleben ohne ihr Umfeld. Sie sind darauf angewiesen. Sie wissen, wenn sie dies und das machen, lächelt ihr Umfeld. Das heißt, das Überleben ist gesichert. Wir sind keine Kleinkinder mehr. Trotzdem ist es wichtig, diesen Aspekt zu verstehen, okay? Weil Manipulation ist nicht grundlegend negativ behaftet. Es wird aber negativ, wenn es einfach nur um die Bedürfnisse der anderen Person geht. Und das ist eine absolute Red Flag. Ich sehe gerade, wie die Sonne scheint. It's beautiful. Anyways, es ist auch nicht jeder ein Narzisst, der sich gerne um sich selber kümmert, der einen gesunden Selbstwert hat, okay? Ein Narzisst kann medizinisch diagnostiziert werden. Und jeder Mensch von uns hat mehr oder weniger narzisstische Züge, die auch wichtig sind, damit wir überleben, okay? Wir wollen alle keine People-Pleaser sein. Wir brauchen einen gewissen Selbstwert und eine gewisse Selbstverliebtheit, damit wir überleben können. Das bedeutet allerdings nicht, dass bestimmte Verhaltensmuster richtig sind. Und zu denen kommen wir jetzt. Menschen sind einfach literally unfähig zu reflektieren, okay? Wenn sie einen Fehler gemacht haben, ist immer jemand anderes schuld. Niemals sind sie schuld. Sie können sich nicht entschuldigen. Whatever. Immer sind es die anderen schuld, okay? Das ist eine riesen Red Flag. Also wenn du reflektieren kannst, wenn du dich auch entschuldigen kannst, bist du höchstwahrscheinlich keine dieser Personen.
Der nächste Punkt ist, sie nutzen ihr Umfeld schamlos dafür aus, um ihre Bedürfnisse zu stillen. Hier kommt aber auch noch ein tricky Part. Man hat auch oft das Gefühl, dass sie sich um einen kümmern. Jedoch geht es gar nicht um dich. Es geht einfach nur darum, dass du dich besser fühlst, um dein Verhalten ihm gegenüber angenehmer oder quasi nicht so anstrengend zu machen. Also hier stehst auch nicht du im Fokus, sondern einfach dein Verhalten dieser Person gegenüber. Es ist ihnen literally egal, wenn sie über Leichen gehen müssen, okay? Wen sie auf dem Weg verletzen, um an die Sache zu kommen, die sie haben wollen. Einfach dieses schamlose Ausnutzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Außerdem lieben sie es, andere Leute runterzumachen. Wenn sie andere Leute runtermachen, fühlen sie sich selber größer. Hier ist vielleicht auch ganz wichtig, die Wurzel zu verstehen, also wie dieses Verhalten entsteht. Und zwar ist das sehr oft aus der Kindheit geprägt. Also wenn du ein geringes Selbstwertgefühl hast und dieses nicht aufgearbeitet hast, dann wirst du es dir halt anders verschaffen. Der nächste Punkt, der dann wiederum sehr gefährlich ist Lovebombing, okay? Wir kennen alle diese Phasen, Lovebombing, du bist die Beste, du bist die Tollste. Und das kommt auch von Frauen, okay? Das sind nicht nur Männer. Watch out. Es kann gefährlich sein. Es gibt natürlich auch Menschen, die von Natur aus so sind. Es gibt aber auch sehr viele, die das einfach als Manipulationstechnik nutzen, damit du quasi in diesen Bann verfällst. Was kannst du dagegen tun? Bau dein Selbstwertgefühl auf, okay? Wenn du ein stabiles Selbstwertgefühl hast, dann wirst du dir von außen keine Aufmerksamkeit holen müssen, okay? Und dann wirst du auch diese Bestätigung von außen nicht brauchen. Natürlich, jeder von uns liebt es, wenn man sich irgendwie gesehen fühlt, wenn man Aufmerksamkeit kriegt. Wenn du aber ein komisches Bauchgefühl bei der Sache hast oder wenn diese Aufmerksamkeit schon sehr extrem wird, aufpassen. Der nächste Punkt ist dein Umfeld. Es ist normal, wenn du jetzt in eine Beziehung kommst oder wenn du jetzt dein Soulmate in einer Freundin gefunden hast, dass ihr viel Zeit miteinander verbringen wollt, okay? Was allerdings gefährlich wird, ist, wenn es darum geht, dass du dein Umfeld ändern sollst, okay? Und es geht nicht darum, dass du selber sagst, ich will mit der Person mehr Zeit verbringen und deswegen verbringe ich mit ihnen nicht mehr Zeit. Ist ja klar, je nachdem, wo deine Priorität liegt. Wenn es aber darum geht, dass diese Freundin nicht gut für dich ist, dass deine Familie nicht gut für dich ist, dass du abgeschottet wirst, okay? Red Flag. Genauso ständige Handykontrollen. Du bist eigentlich nicht mein Typ. Das und das gefällt mir besser. Hierzu muss ich noch kurz sagen, wenn jemand sagt, du hast zum Beispiel ein blaues Kleid an und die Person sagt, ich finde, rot steht dir besser. Stop being so sensitive, okay? Es gibt immer noch freie Meinungen. Es gibt immer noch Sachen, die man äußern kann, was einem gefällt, okay? Es ist nicht immer eine Red Flag, wenn jemand seine Meinung äußert. Es gibt auch einfach unterschiedliche Hauttypen, zu denen Farben besser passen, okay? Du kannst es einfach annehmen, sagen, danke für deine Meinung, ich werde es trotzdem tragen. Oder du nimmst es an und akzeptierst einfach den Fakt, dass manche Sachen dir besser stehen. Es ist nicht immer zwingend manipulierend und es ist auch nicht immer zwingend böse gemeint. Es will dich nicht jeder runtermachen, okay? Manche Leute wollen dir einfach literally helfen, damit du einfach besser aussiehst. Girls, nur weil er nett und höflich zur Kellnerin ist oder zur Kassiererin, ist er nicht toxisch, möchte dir nicht fremdgehen. Sie macht literally einfach ihren Job und er ist höflich zurück. Stell dir vor, du bist diese Kellnerin und du bedienst ein Paar. Du machst deinen Job, okay? Und du willst, dass die Leute höflich zu dir sind. So, Ende der Geschichte. Das ist nicht toxisch. Ist noch was eingefallen. Und zwar hatte ich ein Instagram Reel gepostet. Ich versuche das hier mal einzublenden. Ich habe den Shitstorm meines Lebens kassiert, okay? Don't get me wrong. Wenn ihr zwei bewusste und erwachsene Partner seid, sprichst du mit deinem Partner und sagst ihm, okay, wir gehen jetzt getrennte Wege, das passt für mich nicht mehr.
Wenn du aber einen Partner hast, der dir sagt, ich bring dich um, wenn du dich von mir trennst, ist das Letzte, was du tust, dich mit ihm an einem Tisch zu setzen und ihm zu sagen, dass es mit euch nicht mehr passt. Das ist kein Spaß, okay? Frauen werden umgebracht dafür, dass sie sich trennen. Männer auch, aber häufiger Frauen, okay? Such dir professionelle Hilfe, such dir Leute, denen du vertraust. Und das Letzte, was ich tun würde, ist, das offen zu kommunizieren mit diesen Menschen, okay? Weil das ist kein normales Verhalten und das ist auch kein Spaß. Ich hoffe, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ansonsten fällt es mir wahrscheinlich in ein paar Stunden auf, wo es sowieso zu spät ist. Anyways, schönen Abend euch noch und bis zum nächsten Video. Bye!